Servus Leute und willkommen zu einem neuen Video. Ich dachte mir, da die letzten Videos etwas trashig waren und jetzt vielleicht nicht euer Interesse geweckt haben, dachte ich mir, ich bringe mal wieder ein Video, das mehr Leute interessieren könnte. Und deshalb stehe ich hier und möchte euch heute meine Simson S51, sorry, ich muss Luft holen, und deshalb möchte ich euch heute meine geliebte Simson S51, nicht mehr ganz 50 Kubik, vorstellen. Ja, wie ihr wisst, habe ich dieses Bike jetzt schon seit, ich glaube, 4 Jahren. Von Saison zu Saison sind immer neue Umbauten dazugekommen. Und der letzte Umbau war so ziemlich der teuerste und größte. An dieser Stelle natürlich nochmal ein großes Danke an AKF Shop, der diesen ganzen Umbau durchgeführt hat und finanziert hat. AKF Shop, wer es nicht kennt, ist der größte, ich glaube der größte Simson Shop in Deutschland. Kauft eure Teile da, ist ein geiler Laden. Das war's mit meiner Werbung und jetzt geht's los ans Bike. Um das Ganze etwas spannender zu halten, werde ich auf den Motor ganz zuletzt eingehen. So, womit fangen wir an? Lasst doch einfach mal mit den Optikparts anfangen. Ne, mach was anderes. Findet das originale Teil an dieser Simson. Findet das originale Teil und schreibt es in die Kommentare. Es ist sehr schwer, jetzt noch was Originales hier zu finden. Ja, dann helfe ich euch mal auf die Sprünge. Danke an alle, die jetzt einen Kommentar geschrieben haben. Wer Rahmen gesagt hat, das ist schon mal falsch, denn es wurde eine Verstrebung hier angeschweißt. Und ja, das ist hier einfach eine Verstärkung, wenn mehr Leistung ist, wenn man schneller fährt, wenn man bremst, einfach, dass der Rahmen nicht einknickt, weil dieses Motorrad normalerweise für, wie viel PS hat das normalerweise? 4, 5 PS, wenn überhaupt, ausgelegt ist. Ja, dann eine Änderung, die den meisten vielleicht nicht auf den ersten Blick auffällt. Ich hatte ja letztes Jahr auch schon orangene Felgen, aber jetzt schauen wir mal hier auf die Breite der Felgen. Man sieht deutlich, die sind breiter geworden. jetzt schaue ich einfach mal kurz auf meinen Spicker. Übrigens, sorry, wenn da jetzt noch irgendwelche Windgeräusche im Video sind, aber heute ist sehr windig. Ja, die Breite der Felge sollte 1,8 J sein und halt 16 Zoll. Original ist 1,5. Wenn wir schon mal hier sind, dann gehen wir doch gleich mal zur Bremsscheibe. Darf ich rumbitten? Schauen wir hier auf diese schöne Bremsscheibe. Das ist die Bremsscheibe. Hatte ich ja schon eine 260er drauf, wurde jetzt vergrößert auf eine 280er, komplett krank. Damit dieses Konstrukt nicht mehr das ganze Moped zusammenreißt, ist auch gleich noch, danke nochmal an AKF, eine neue Gabel reingewandert. Diese Verstrebung hier ist neu und das Steuerrohr wurde verlängert, dass man Kegelrollenlager fahren kann. Das habe ich jetzt alles hier drin. Hinten sind natürlich auch andere Dämpfer reingewandert. Da habe ich mich von Jahr zu Jahr verbessert. Jetzt habe ich welche, wo man sogar die Vorspannung verändern kann. So, das lassen wir so. Passt alles so. Ist noch nicht ganz optimal. Ich bin noch sehr schwer. Wir machen gleich noch anderes Gabelöl rein. Aber ist auf jeden Fall schon mal eine Steigerung zu den Flumidämpfern, die ich bisher drin hatte. Bremshebel, der ist noch original. Da habt ihr ihn. Der wird vielleicht noch geändert, weil ich habe da nicht so den richtigen Bremsdruck und wenn man einen macht, der oben drüber geht, kann ich vielleicht bessere Wheelies fahren. Aber ja, jetzt sind wir hier. Dann schauen wir gleich mal weiter, was fällt auf. Richtig, ich habe eine Tastenschwinge bekommen und hier ist alles offengelegt. Ich war am Anfang nicht sicher, ob man das wirklich machen soll, aber jetzt, wenn ich das so sehe, sieht richtig geil aus. Kann man hier nochmal im Detail gucken. Ja, richtig saftig geworden. So,
Zur Heckkonstruktion, die habe ich ja schon seit dem zweiten Umbau. Da möchte ich jetzt auch gar nicht so genau drauf eingehen, weil das ist, um ehrlich zu sein, ein bisschen gepfuscht. Das haben wir einfach hier abgeschnitten, so Street Fighter mäßig das dahin gemacht. Das ist auch alles Eigenkonstruktion. Und das orangene Licht hier, das ist normalerweise rot. Das hat mir der Benne besorgt, keine Ahnung. Das ist scheinbar von irgendeinem DDR-LKW-Anhänger und das hat zufällig gepasst. Und deswegen ist einfach geil, dass es da ist, weil ich ja eh so mit Orange und Gold etwas spiele. Dann lasst uns mal weiterschauen. Ah genau, gehen wir einfach mal hier zum Lenker. Von hier am besten. Gehen wir mal, bin ich ganz drauf? Ja. Gehen wir mal hier zum Lenker. Das ist der berühmte Pro-Taper-Lenker, den jeder Instagram-Simson-Fahrer drauf hat. Ich persönlich finde ihn optisch geil und ihr seht, ich habe lange Beine, deswegen ich kann mal kurz einen Sitztest machen. Es würde gar nicht anders gehen mit einem anderen Lenker, wenn ich hier lenken würde. Das geht gar nicht. Dieses Moped ist, wenn man das neben eine andere Simson stellt, schon mit den Dämpfern und dem Lenker einfach so groß gebaut, dass ich damit halt fahren kann. Die Lenkerstellung ist leider noch etwas scheiße. Das ist, muss ich noch auf mich einstellen. Das hat der Mechaniker nicht gewusst, weil der hat ja eine neue Gabel reingebaut. Aber die werde ich auf jeden Fall noch zu mir ein bisschen drehen. Genauso wird die Lampe auch noch etwas hochwandern. Dann sieht sie wieder optisch aus wie damals. Komm mal her. Wenn wir schon beim Lenker sind, hier sind noch ein paar schöne Anzeigen hingewandert. Die Temperaturanzeige zeigt leider 163 Grad, die zeigt leider, ich glaube 40 Grad oder 50 zu viel an. Das ist jetzt, läuft gar nicht, das ist jetzt aktuell, oder, nee. Das ist die Höchsttemperatur, die bisher war, also 120 Grad oder sowas. Und das da oben ist ein Betriebsstundenzähler. Ihr seht, ich habe jetzt 3 Stunden auf den Motor gefahren. Ja, hier oben sind noch dank Bennes Schrauberkünsten schöne Griffe dran gewandert. Und hier sehen wir dann noch die Verlängerung des Rohres. Ja. Neuer Tankdeckel habe ich noch bekommen. Das Ding habe ich leider im letzten Video verloren. Sorry übrigens, wenn ich sehr schnell und sehr viel laber, aber ich versuche einfach das Ganze, ja, so viel zu sagen, wie ich zu dem Bike weiß. Das Video mache ich nur einmal. Hier Kleinzeug, Fußrasten, auch noch dran gewandert. Hier Bling Bling. Haben wir noch irgendwas, wo wir drauf eingehen können, bevor wir auf den Motor gehen? Oh, ein spezieller Effekt, der sich noch in dem Herzkasten befindet. Und zwar, was passiert, wenn ich diesen Hebel hier umlege? Richtig, ein Licht. Und das geht, da ich eine Batterie verbaut habe. Gut, dann will ich euch mal nicht weiter auf die Folter spannen. Oh, hier ein anderer Gasgriff ist auch noch. Hier von CT-Tuning ist noch ein anderer Gasgriff dran. Gut, dann lasst uns zum interessanten Teil des Videos kommen, zum Motor. Da muss ich etwas auf mein Spickzettel gucken, da ich bin jetzt auch nicht der Simson-Crack. Und dass ihr auch ein bisschen erfahrt, was da passiert ist. Wie ihr seht, ist hier ein sehr spezieller Zylinder drauf. Wie unschwer zu erkennen ist, luftgekühlt. Es handelt sich hierbei um einen ca. 100 Kubik, ich glaube 105 Kubik Kartzylinder. Kein Vortex-Zylinder, wie viele vermuten. Der mit einem V3-Membran und einem Polini-Vergaser. Jetzt dürft ihr mal raten, ich gebe euch 10 Sekunden, um zu raten. Stopp, nicht gucken, wie groß der Vergaser ist. 10 Sekunden. 10, 9, 8, 7, 6. Schreibt es in die Kommentare. Es ist ein 34er Vergaser, Leute. Ein 34er Vergaser auf einer Simson. So ein scheiß Vergaser hat nicht mal eine 125er teilweise. Über Details und Bedüsung, also ich meine, ein guter Koch verrät auch nicht sein Rezept. Das sage ich euch nicht, war ein Spaß, ich weiß einfach nicht. Und es wurde eine, muss ich gucken, Seletra. Und es wurde eine Seletra Zündanlage verbaut. Der Auspuff, der ist komplett auf den Motor berechnet und ist eine komplette Einzelanfertigung, der hier, wie man sieht, ist der
da ich ja Kurven fahren möchte, sehr unten verlegt worden und macht dann hier oben, das ist leider etwas dreckig, hier oben einen Knick vorbei in diesen wunderschönen Endschalldämpfer. Oh, ist der schön. Es ist einfach wunderschön. Das ist alles handgeschweißt, Leute. Und bevor hier jetzt einige weinen, ich weiß, der Auspuff ist leider schon angelaufen. Das liegt aber nicht daran, dass ich sie im Regen gefahren bin, sondern weil ich sie bei meiner ersten Fahrt in Südfrankreich in dieser salzigen Meeresluft bewegt habe. Und wir haben vergessen danach den Auspuff einzuölen und deswegen ist der Flugrost dran, nicht wegen dem Regen, ganz wichtig. Ja, den Fehler mache ich kein zweites Mal, aber ich werde im Winter wird der nochmal abgeschliffen und dann versiegelt. Also alles halb so wild. Im Motor ist natürlich alles verstärkt, da ist eine K7-Kupplung drin, da ist eine speziell angefertigte Kurbelwelle drin, Stützlager für die Kurbelwelle und so weiter. Also das Ding ist wirklich auf Standfestigkeit gebaut. Der Grund, dass ich bei der ersten Fahrt in Südfrankreich einen Motorschaden hatte, wissen wir nicht so genau. Es hat der Kolbenring hat sich halt verabschiedet und dann ist ein Stück vom Kolben abgebrochen. Ob das jetzt daran lag, dass er auf 26 Grad abgestimmt war und wir am Ende in 36 Grad gefahren sind, oder ob da vielleicht irgendwie im Motor was falsch gelaufen ist, dass er nicht ganz was ausgemessen wurde. Wie gesagt, ich bin kein Mechaniker. Da könnt ihr Benne oder AKF fragen, wenn ihr genauere Infos wollt. Ich bin jetzt schon gut geballert damit. Ich denke, diesmal sollte er halten. Er ist so auf 1000 Kilometer angepeilt. Nach 5 Stunden muss ich mal Ölwechsel machen und gucken. Nach der ersten Fahrt wurde mir auch gesagt, soll ich mal gucken, ob hier das Lenkerpflager alles passt oder ob das standhält oder ob da vielleicht ein kleiner Riss drin ist, dass da nichts passiert. Das sind so die Kleinigkeiten. Und ansonsten, ja, gibt es nicht mehr viel zu sagen. Die letzte Sache noch. Ihr seht hier, ich habe hier spezielle Aufkleber. Viele fragen, wo gibt es die? Die sind bis jetzt erstmal nur Einzelanfertigungen. Sie sind auch auf einer sehr dünnen Folie. Wir sind noch in der Testphase, deswegen diese gibt es noch nicht zum Verkauf. Das ist einfach nur Einzelanfertigung, das halt dieses ganze Gesamtkonzept meiner Simson abrunden soll. Hier musste ich leider den AKF-Aufkleber entfernen, aber keine Sorge, ich werde mir dieses Lenkerpolster, das wird sich noch ändern, das ist auch nicht so schön draufgeklebt. Hier werde ich wahrscheinlich noch mal ein Design anfertigen lassen, powered by AKF oder so, dass man das immer schön beim Onboard-Fahren sieht. Oh. Und sonst denke ich, das war's mit der Simme. Hier kann ich euch noch die anderen Aufkleber zeigen. Also ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob solche Aufkleber, ob da generell Interesse bestehen würde. Dann könnte ich mich vielleicht mal dafür einsetzen, dass die Entwicklung und Fertigung etwas schneller von dannen geht. Ja, was soll ich noch groß sagen? Es ist einfach wunderschön. Preislich kann ich euch jetzt nicht genau sagen, was da drin steckt. Allein der Motor ist irgendwas um die 5.000 € wert und Auspuff. Schätzungsweise stecken da jetzt locker 8.000 € drin, wenn nicht sogar mehr. Weil ich ja da ja auch die Jahre davor immer was reingesteckt habe und der Anschaffungspreis kommt auch noch dazu. Vieles hat mir der Benne geholfen, also das geht schon in Richtung 8.000, 9.000 € würde ich sagen. Und es ist einfach was, da baust du immer dran rum, sowas verkaufst du einfach nie wieder. Also an dieser Stelle, diese Simson wird immer in meinem Besitz bleiben. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Jetzt zeige ich euch einfach noch ein paar Bilder im Detail. Und dann bedanke ich mich, wer jetzt immer noch dran ist. Das ist ein sehr langes Video, ein sehr aufwendiges Video, was das Übersetzen betrifft. Grüße an dich, Julian. Ja, und es war auch sicher nicht der letzte Umbau. Ich denke, nach und nach wird sicher noch einiges verändert oder repariert. Ihr seht, hier gibt langsam die Heckkonstruktion den Geist auf nach 3 Jahren. Das macht man vielleicht noch mal schön. Dann der Lenker, der hat jetzt auch schon ein paar Kratzer. Vielleicht so einen mal in dunkel oder so. Ja, das halt wie gesagt. Und ansonsten ist diese Simson in meinen Augen schon nah an der Perfektion. Ich bin komplett verliebt und ich sage euch, das Teil fährt sich krank. Es ist... ich habe ganz vergessen, Leute. Ich habe ganz vergessen, euch zu sagen, wie viel Leistung sie hat. Wir waren auf dem Prüfstand. Sie hatte am Hinterrad 26 PS. Da kann ich euch einfach mal
einblenden. Jetzt einfach den Prüfstandslauf und das Ergebnis. Wo sind die PS? Hier hast du oben 23,6 am Rad und 26,8 im Motor und 16,7 Newtonmeter und 18,73 im Motor. Und dann zeige ich euch noch ein paar Fahrszenen von dem ersten Tag, wo ich sie abgeholt habe.